Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Franzi backt und kocht. Heute bin ich auf eine Party eingeladen, die hat ein bisschen ein ungewöhnliches Motto, und zwar das Motto ist You can leave your head on. Hat nichts mit Strippen zu tun, sondern einfach mit Kopfbedeckung, Hüten. Und dafür möchte ich ein paar Cupcakes machen, die ich mit verschiedenen Hüten dekoriere. Ja, die Cupcakes, die sind gerade im Ofen. Die bestehen aus Zucker und Butter. Das miteinander wird verrührt. Dann kommen 2 Eier dazu, dann schon mal ein Esslöffel Mehl. Dann wird das Ganze wieder schön verrührt. Dann kommen die anderen beiden Eier dazu und noch ein Löffel vom Mehl. Und dann wird das Ganze wieder verrührt. Und wenn dann das eine schöne Masse ist, dann kommen die restlichen Zutaten dazu, das restliche Mehl, gemahlene Haselnüsse, ein bisschen Zitronensaft, ein bisschen Milch, ein bisschen Backpulver. Genau, und das gibt dann den Teig. Dieser Teig wird dann in die Cupcake-förmchen gefüllt und ja, muss dann ungefähr 25 Minuten bei 175 Grad Ober- und Unterhitze backen. Genau, und während diese Cupcakes schon jetzt im Ofen sind und hoffentlich bald fertig sind, ja, kann ich schon mal anfangen, meine ganze Dekoration zu machen, und die möchte ich aus Fondant machen. So, die erste Kopfbedeckung ist eine kleine Krone. Dafür habe ich hier mein gelbes Fondant, das ist schon schön weich, und das kann ich jetzt einfach mit meiner Rolle hier ausrollen. Und ich habe hier ein bisschen Puderzucker auf das Brett gemacht, damit das Fondant da nicht dran kleben bleibt. Dann habe ich hier ein Messer, und damit, das mache ich jetzt einfach so Pi mal Daumen, schneide ich hier die Form einer Krone aus. So, haben wir hier die Krone, und dann habe ich hier Zuckerschrift, und damit mache ich jetzt einfach noch ein bisschen, dekoriere ich meine Krone. Das könnten jetzt zum Beispiel Edelsteine sein oder sowas. So, fertig ist die erste kleine Krone. Kopfbedeckung Nummer 2 wird ein Bauarbeiterhelm. Dafür kann ich auch einfach das gelbe Fondant verwenden. Das habe ich jetzt hier schon ausgerollt. Und dann mache ich einfach wieder Pi mal Daumen, schneide ich mir daraus einen Bauarbeiterhelm zusammen. Der ist natürlich hier schön rund und hat dann hier unten ein kurzes Schild, und dann, damit man es vielleicht ein bisschen besser erkennt, mache ich hier so ein paar typische Rillen noch drauf. So, schon ist mein Bauarbeiterhelm fertig. Kopfbedeckung Nummer 3 wird eine Nikolausmütze. Dafür haben wir hier rotes Fondant und weißes. Hier aus dem roten Fondant schneide ich einfach eine kleine Nikolausmütze aus. Und da kommt einfach unten jetzt an diese Mütze so diese weiße Krempe dann quasi dran. Mit dem Rest hier eine kleine weiße Kugelform. Die wird oben drauf gesetzt. Schon haben wir die Nikolausmütze. Unsere vierte Kopfbedeckung wird ein grünes Käppi. Dafür habe ich hier grünes Fondant. Das wird ausgerollt. So, muss nicht so mega dünn sein. Und dann schneide ich hier, das ist natürlich hier oben wieder rund und hat dann einen längeren Schild. Das finde ich jetzt ein bisschen langweilig, deshalb fange ich jetzt noch an, da ein bisschen was drauf zu malen. So, fertig. Ein Käppi, was irgendwie kein Charakter hat.
Kopfbedeckung Nummer 5 wird eine Polizeimütze. Dafür habe ich hier schon mal blaues Fondant ausgerollt. Und ja, schneide jetzt da die Form aus. Genau, und dann hat das hier unten so ein weißes Band. Das ist einfach hier weiß und das kann man hier ein bisschen einfach zusammendrücken. Dann haben wir hier meine Polizeimütze. So, unsere Kopfbedeckung Nummer 6 wird eine kleine Kapitänsmütze. Dafür habe ich hier schon mal weiß. Das hatte ich hier vorhin schon ausgerollt. Das schneide ich jetzt in Form von der Mütze. So. Dann habe ich hier schwarzes Fondant. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, weil das färbt die Finger. Und natürlich auch sofort alles andere, was man so anfasst, nämlich zum Beispiel das weiße Fondant. Deshalb mache ich das jetzt hier auch eher zum Schluss, die Sachen, bei denen ich schwarz brauche. Ein bisschen gelb drauf Verzierung machen. Kapitänsmütze. Nummer 7 in unserer kleinen Hutparade wird natürlich der Klassiker, ein Zylinder. Dafür habe ich jetzt hier das schwarze Fondant und drücke es aus. Dann schneide ich hier mit dem Messer einfach einen schönen hohen Zylinder. Den kann man hier noch ein bisschen formen. Fertig ist der Zylinder. So, die Cupcakes sind jetzt aus dem Ofen und hatten genug Zeit abzukühlen. Und jetzt mache ich die Buttercreme, die da oben drauf kommt. Und zwar wird das eine Himbeerbuttercreme mit Butter, Puderzucker, ein bisschen Zitronensaft und Himbeeren. Es wird alles zusammen gemixt und ja, lecker. So, das sind jetzt unsere Cupcakes. Das sind mit ein bisschen Mandel drin. Und hier ist meine Buttercreme, meine Himbeerbuttercreme. Ich habe hier vorne ein bisschen Kleber drauf gemacht, damit das nicht hier rausläuft. Den mache ich jetzt hier wieder ab. So. Und dann fange ich an, die Buttercreme drauf zu machen. Und dafür drücke ich hier. Und dann kommt hier meine Buttercreme raus. Da ist ein bisschen Lebensmittelfarbe drin, deshalb ist die jetzt so ein bisschen orange. So, jetzt haben wir die Himbeerbuttercreme hier auf den ganzen Cupcakes verteilt. Jetzt kommt zum Schluss noch die Fondant-Dekoration oben drauf. Und dafür habe ich dieses praktische Helferlein hier. Und dann nehme ich mir einfach immer das Fondant-Teil und platziere es hier oben drauf. Ich kann es immer ein bisschen andrücken. So. Und dann haben wir natürlich hier noch mein Glitzerpuder und da mache ich noch ein bisschen viel auf die Kronen. Und da kann Glitzer nie schaden. So, das sind meine fertigen Hut-Cupcakes mit Haselnuss und Himbeerbutter oben drauf. Wir haben hier ganz viele verschiedene Hüte und ja, ich bin gespannt, welche Hüte heute Abend es auf der Party zu sehen gibt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, euch gefallen die Cupcakes. Ja, ich freue mich, wenn ihr mir ein Like da lasst oder ein Abo und auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!